Ich bin Wen Hu. Ich arbeite, als Lehrerin, ähm, für die chinesische Sprache und, bin ich auch also in der Schule als Assistentin. Kam aus nach Deutschland, weil, mein jetziger Mann oder ehemaliger damals, der Freund hier in Bochum studierte. Er war eben als Stipendiate, hier zugeschickt und dann, ähm, wurde mich quasi eben zum Studium hier auch eingeladen. Ich denke, das ist auch 'ne schöne ja, 'ne gute Chance, schöne Gelegenheit, hier, ja, ein anderes, Land, eine andere Kultur kennenzulernen, weil ich auch schon, an 'ner Schule, hm, angestellt, ne, 'ne, weiterführende Oberschule. Und an sich, die Stelle ist auch sehr schön, äh, und, ja, aber trotzdem habe ich mich entschieden, einmal auszukommen. Ja, da war in China gerade auch mal die, Reformzeit und da ist, das Land ist ja also, ja, also, sage ich, mal sehr, turbulent bei der Änderung, bei der also Entwicklung. Ähm, ja, und hier gerade eben die Eröffnung des Landes, ähm, äh, hat uns auch mal die Chance gegeben, nach, außen, nach Westen zu kommen, zu gehen und etwa, also von anderen, Länder, andere Kultur, äh, kennenzulernen, auch mal profitieren. Ja, und dann habe ich, ja, eben diese Chance bekommen. Da habe ich gesagt: „Okay, noch ein zweites Studium für mich, ja, ein weiteres Studium aufzunehmen.“ So Sprachkurse, die man auch besuchen konnte, ist noch nicht, quasi, auch angefangen. Da ist auch von der Uni, hier von AStA damals auch Kurse, freie Plätze. Ja, und da habe ich gesagt: „Okay, dann komme ich mal nach Bochum.“ Aber, ich finde, das ist auch eine gute Entscheidung. Also, Bochum also, auf jeden Fall seitdem bin ich hier in Bochum verliebt. Ja, ich finde, Bochum ist eine schöne Stadt und das Ruhrgebiet. Deutschland ein Anwanderungsland. Damals ist ein großes Thema. Und heutzutage ist, also, in Deutschland ziemlich sehr international, ne? Aber damals war auch eben das Thema. In den anderen, Bundesländern, zum Beispiel in südlichen, ja, Teilen, viele, Unangenehmkeit, für die ausländische Studierende gäbe, ne? Und dann denke ich: „Okay, äh, ja, dann im Nachhinein, ne, dann denke ich: „Ah, hier ist auch doch sehr schön, doch sehr schön.“ Und ja, habe ich auch mal hier, ja, meine eigene Familien richtig also, meine eigene Familien gegründet. Und ja, die Kinder sind auch hier in Bochum zur Welt gekommen und aufgewachsen. Ja. Da als Studierende, ne? Also hier in der Uni, also in der Nähe von Uni. Ähm, ja, dann, als, die Familien gegründet wurde und das Kind auch da war und dann, sind wir in die Innenstadt von Bochum gezogen, ne? Also, in so 'n, ja, Stadtviertel, wo auch viele, sage ich mal, äh, viele ehemalige, ähm, Arbeiten, ja, so wohnten, ne? Also die Arbeitsfamilien. Und dann, auch da drüben, da also da,
wir wohnten auch in der Nähe von jetzigem Jahrhunderthalle. Da also diese ganze Entwicklung hatten wir also alles miterlebt. Auch mal dahinter, dann kamen eben auch so, Autobahnbauer. Also, da muss ich sagen, da war ich eben mit dem Kinderwagen unterwegs, haben wir auch mal geguckt, wie diese ganze Autobahn Brücke gebaut wurde. Und diese Entwicklung, da ist für mich schon sehr, ja, beeindruckend, ne? Städtliche Entwicklung, ne? Die ist, für mich hier als, ja, also quasi von außen gekommene wahrscheinlich noch beeindruckender als, Einheimische. Dieser Erhalt der Umwelt, das ist schon sehr wichtig. Und, in der Schule, da haben wir auch so 'n Tag, der offenen Tür, ne? Die Kinder haben auch so ein Thema gehabt, also Kinderrechte. Also, für mich ist Kinder A und O sozusagen, ne? Und also in Verbindung zu Kinder, auch mal zu den Menschen, da finde ich, also Sicherheit, ähm ist sehr wichtig. Gesundheit ist sehr wichtig. Was aber diese Grundlage für die Sicherheit, ne, für die Gesundheit ist die schöne Umwelt. Also, wie die Menschen, äh, überhaupt gefördert werden oder gefordert werden auch, ne? Also, diesem Bewusstsein. Wir sind eine Welt und die Umwelt haben wir unsere Umwelt für alle Menschen müssen wir eben alle zusammenhalten. Und dieses Bewusstsein manchmal fehlt mir. Wo ist das, besser für die Kinder? Ja, die fühlen sich die sind hier geboren, die sind hier aufgewachsen, die haben die ja, quasi eben die Sprache hier, also Muttersprache ist, praktisch eben dann die Sprache, wo man geboren ist, ne? Also, und nicht von der Mutter. Meistens ist so, ne? Also, die Muttersprache ist für die Kinder, ähm, die Sprache, wo sie womit sie aufgewachsen sind. Wir kommen eben von der chinesischen Kultur. Also, unsere Kultur ist wirklich, eine Kultur, ähm die, ähm ja, die offen ist, die anpassungsfähig ist, ne? Und man sagt ja auch, ja, also, auf Chinesisch heißt er eben 入乡随俗, wo man, sich befindet, ne, in welchem, ja, Ort man sich befindet, sollte man auch mal die, Sitten und die Gewohnheiten den anderen auch anpassen. Man muss auch anpassungsfähig sein. Also, in der Kinderheit, ich fühle mich hier schon glücklich, wenn ich in der Familie bin, ja? Und dann hier, als ich hierher kam, da bin ich auch glücklich, dass ich eben dann also sofort auch Freunde bekommen habe, ne? Und auch mal die Menschen, die sind auch freundlich und da ist auch ein Glück. Meine Kinder jetzt hier, die haben das ist für mich auch ein Glück, die haben selber schon eigene Arbeit, die sind selber tüchtig. Die ja, also das ist schon ein Glück. Also, ich finde, ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall. Deswegen finde ich, also Glück für mich ist also das Leben auch schon ein Glück.